Hallöchen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Outer Worlds. Wir gehen heute zum Engineering rein. Oh Gott, ist hier eine Hitze. Oh mein Gott, die Luft flimmert und alles. Bei Edna. Good law, the heat in here is so unbearable I can hardly even concentrate. Junlei better hurry up with those damn repairs already. Good law, the heat in here Ja, is so Edna unbearable I can hardly Edna scheint mal even irgendwann wichtig zu werden. Die hat nämlich einen Junlei richtigen better Namen. hurry up with those damn repairs already. Military Eine service Werkbank does not entdeckt. guarantee full employment rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training, or weapon. Okay, was ist das? Könnte ich knacken, ist aber wahrscheinlich nicht gern gesehen. And no mercury in Saltuna. Stehlen sollten wir hier vielleicht nicht gerade. Songjin, Watch out something doesn't explode in your face. Private Taylor. Suppose it's time to reevaluate my career goals. Okay. Module, Weitsichter. Oh, die trinken echt viel hier. Ingenieur. Kurze Frage, sieht das einer, wenn ich hier klaue? Ja. Wird leider Gottes gesehen. Gut, dann reden wir mal mit dem Captain. Oh, so viel. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn, though. Okay. Da ist ein Terminal. Die moderne Salzstange und du. Sieht das jemand? Lalalala. Die moderne Salzstange und du, das ist doch gar nicht mehr was zum... So. Ja, Glück gehabt. Jetzt hat sie sich rumgedreht. Was ist das? Spacers Corona. Da ist eine optional Junlis Schlüsselkarte. Okay. Now keep quiet. Warte mal. Trägt die Schlüsselkarte bei sich? Ja. What do you think you're doing? Okay. Also sie hat die Schlüsselkarte definitiv bei sich. Wir reden erstmal mit ihr. Vielleicht kriegen wir ja die Schlüsselkarte im Zusammenhang mit einem Auftrag, dass wir dann dort rein müssen oder was weiß ich. Kann natürlich durchaus sein. Ansonsten haben wir ja danach immer noch die Chance, uns die zu nehmen. So. Hey. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Vitas, cooles Schiff da hast du da, Chief. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting.
Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gefährden. Ich werde versuchen, keine Schlägereien anzuzetteln, aber ich kann nichts versprechen, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Ja, das kann durchaus passieren. Natürlich nicht schief, oh Gott. Ja, ich tue alles in meiner Macht Stehende, den Frieden nicht zu Good. gefährden. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Wenn ich mein Schiff wieder habe, geht's nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Okay, ihr habt gehört, ein Hitzeproblem. Was ist denn da los? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Deine fähigen Mitarbeiter können das Problem doch sicher beheben. My engineers have managed to keep the heat to livable levels, but all the fixes are temporary. This wound is bound to fester. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Gibt's denn keinen Spielraum für Kompromisse? None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Okay, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert. Meine Preise sind angemessen. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. In den hinteren Buchten, okay. Das verlassene Deck unter uns, da war ich schon. Then you know it's a den of criminals and miscreants. Unfortunately, I'll need to ask you to return. Okay, die Teile gibt's nur You da? must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth, and the board monopolizes that kind of trade. That means I'd have to negotiate with the board. I've already given them the shops, the docking fees, and a damn embassy. Das klingt nicht nach Verhandlungen, eher nach bürokratischem Coup. Damn right. And while I'm captain of the Groundbreaker, it falls to me to preserve this ship's independence. Okay, und hast du schon mal jemand losgeschickt, die Teile zu holen? I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable. Oh, schon okay. Nice and pragmatic. Thanks for understanding. Ja, alles gut. Okay, dann beschaffe ich mal die Teile aus den hinteren Buchten. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. What can I do noch for mal you, ganz Captain? kurz. Wie ist es so, das Kommando über das Schiff zu haben? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. Okay. Unser Parvati könnte dir zur Hand gehen. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. Ja. Aber bist du nicht ein bisschen jung, um schon einen Nachfolger auszubilden? You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so.
The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Okay. Ist das schon Familienunternehmen? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gang, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Mein Beileid. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. Das mit dem Selbstzerstörungsmechanismus frage ich mal nicht. Nochmal You anderen got my Fragen. attention. Parvati, du wolltest mit ihr reden, das ist die Gelegenheit. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Wir stupsen sie mal nur an. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Stumm ermuntern. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. So. Flüstern, gut gemacht, Parvati. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Brauchen wir noch was von ihr? Mit den Kühlkörpern, ich hätte Zeit. I do, and I'm relieved that you've changed your mind. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Ich kümmere mich sofort darum. Hold on. There's something you should know before you go charging off. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Ich beschaffte die Teile. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Okay. Something you need? Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? Sie wirkt sehr kompetent. Klingt, als wäre da jemand ein bisschen verknallt. What? No. Maybe? I don't... It's like somebody reached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? So. Das wird dich doch nicht in deiner Arbeit ablenken. Zu deiner Beziehung gehören schon mehr als nur ein paar starke Oberarme und gemeinsam. Ja. Klingt, als wärst du dir nicht ganz sicher, was du fühlst. I just met her. How could I be? All I know is, I want to talk with her more. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... She's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Ach klar, bist du. Wir reden später nochmal. Mal gucken. Tagebuch. Was haben wir denn hier? Kehre zu Unreliable zurück und frage Parvati. Alles klar. Das sollen wir also dort machen. Gut.
Verbraucht haben wir Gott sei Dank immer noch nichts. Ich würde mal probieren, die Schlüsselkarte zu klauen. Alter, echt jetzt? Falsche Taste. Gut, dann halt diesmal noch nicht. Terminal. Was haben wir denn? Tägliche Checkliste. Okay, okay, du schaffst das, Junlei. Oh Gott. Persönliche Dateien. Hintere Buchten. Mehrere Beschwerden über Zustand Andockstation. Ich habe die Margits schon mehrmals gesagt, dass sie McReed und seine Banditenbande von dort vertreiben dürfen. Sie sind so damit beschäftigt, Haftbefehle und Rechtfertigungen in Papierform zu bekommen, dass jemand anderes als ihre Probleme inoffiziell lösen soll. Tut mir leid, Jungs, nicht meine Aufgabe. Promenade. Seit Martin Callahan hier aufgetaucht ist die Moral um 18% gesunken, muss an der verdammten Maske liegen. Ach so, ja, der Typ. Noch eine Wanze im Büro gefunden. Das Ding war so groß wie ein Wurfball und das Kabel hat direkt zu Sublight zurückgeführt. Sehr subtil wie immer, Lilia. Hätte schwören können, der Roboterkoch kam zusammen mit einem Konzerntechniker hier an. Es gab keine Aufzeichnung darüber, dass der Typ die Station je wieder verlassen hat. Muss ich mir mal genauer ansehen. Ja, das haben wir ja mitgekriegt, der ist tot. Spreadplage im Rest and Go läuft langsam aus dem Ruder. Wehe, wenn Ethel die kleinen Mistviecher wieder züchtet. Ich schwöre beim Gesetz, dass ich ihren Sand dann aus der Luftschläuche, ihren Stand dann aus der Luftschleuse werfe. Ja. Stammverzeichnis, Nachrichten. Die Implikation deiner Anschuldigungen rauben mir die Luft zum Atmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Ein Vermittler des Vorstands ist schließlich dafür da, zwischen wichtigen Parteien wie dir und dem Vorstand zu vermitteln. Wenn du dich dazu entschließt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solltest du noch einmal über die Expansionsentwürfe der Botschaft nachdenken, die ich bereits präsentiert habe. Zeichen des Entgegenkommens werden stets gewürdigt. Udum ist so ein Idiot. Der Vorstand hat meinen Antrag auf neue Kühlkörperteile abgelehnt, mal wieder, selbst nachdem ich ihnen die Sache mit gezielten Spendengeldern schmackhaft gemacht hatte. Was aber komisch war, ist Folgendes. Als ich meinen Administratorprivilegien genutzt habe, um den ausgehenden Funkverkehr zu überwachen, ist mit mir dein Büro ins Auge gefallen. Du hast deine Worte mit Bedacht gewählt, aber da war ein interessanter Satz im Transkript. Lass den Frosch noch ein bisschen länger köcheln. Und jetzt stehe ich ohne Kühlkörperteile da. Du spielst mit unserem Leben. Haben sie dich auf mein Schiff geschickt, nur um mich zur Weißglut zu bringen? Oder machst du das aus Spaß? Ja. Kriege ich das hier auch geknackt? Es braucht 4 Teile. Und ein bisschen Zeit. Na, mal gucken. Ah, es reizt mich. Warte, wir probieren es. Also ja, ich weiß, ich würde über Taschendiebstahl an ihre Karte rankommen. Aber das Knacken könnte nochmal Punkte bringen. Ich würde aber warten, bis sie nach vorn läuft, weil wenn sie nach vorn läuft, habe ich dann Zeit. Junlei, lauf mal vor. Ist hier noch was? Nö. Komm schon, lauf nochmal. Ich wäre lange fertig. Na gut, ich habe gespeichert. Ausgerechnet jetzt hat sie sich natürlich rumgedreht. Sie hat einen Wurfballschläger als Waffe.
Könntet ihr sie mal durchgehen lassen? This is Halcyon New. So, jetzt steht sie hier hinten. Interessante Zeichnung, Junlei. Ich könnte jetzt einfach laden und dann die Zeit nutzen, bis sie sich rumdreht. Aber das Liebste wäre mir, sie würde nach vorn gehen. Ich will doch nur die Erfahrungspunkte fürs Schloss knacken. Komm schon, dreh dich rum. Sit down. So, was haben wir denn hier? Waffenteile, Rüstungsteile, Plasmaschneider, Energiezelle. Nee, das ist alles nix. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde sich das hier großartig lohnen. Okay. Das sind halt ihre Privatgemächer. Es ist ein bisschen was drin, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so unbedingt. Das heißt, ab jetzt müssen wir also wirklich, also wir müssen nochmal hier runter. Hä? Wie, ich muss davor? Tagebuch. Ach so, das ist ja das. Nee, ich soll ja... Warte. Das ist mit Uderem. Ach, da, besorgt. Da. Die wollen wir machen. Und dafür müssen wir runterfahren. Dafür müssen wir runterfahren und dann werden wir sie jetzt doch alle abschießen müssen hier unten wahrscheinlich, denke ich mal. Außer es ist in einem nicht roten Bereich. Das wäre natürlich super, wenn es in einem nicht roten Bereich wäre. Aber so wie es aussieht, jo, das ist irgendwo da oben. Das ist da oben drin. Warte mal. Also die Leiter kam ich ja hoch, ne? Na gut, dann wird es wohl hier beim nächsten Mal zum Kampf kommen. Ich sag mal, Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao mit V. Der Vetes.